Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir reden heute über AMC, GME Beyond, Bad Buffer Beyond, FFI, GoPro, DJT und Bitcoin. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dafür hänge ich wieder ans Ende des Videos. Okay, na dann starten wir gleich mit AMC. So, wie ihr seht, dieses Mal hat meine rechte Lampe jetzt endgültig erledigt. Somit heute gibt es den hellen Nariko und die dunkle Seite. Fürs nächste Video wird es dann wieder besser ausschauen. Für heute wieder mal nur kleines Micro-Tracking. Für das große Tracking, One-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze, Price-Targets, die ganze Geschichte, verlinke ich euch wieder das große Video ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns an, was wir diese Woche gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Ja, und es war eine eigentlich recht tolle Woche. Ja? Also nicht nur für AMC, für andere Sachen auch. Aber ich glaube, mittlerweile hat es dann jetzt jeder kapiert, dass wir endlich in einem Pullback für AMC sind. Ne? Natürlich dann halt erst am Ende des Pullbacks. Und natürlich werden jetzt auch, habe ich heute auch schon wieder gelesen, es ist vorbei und so weiter und so fort. Wie immer halt. Ja? Überbullish sein beim Peak und extrem bearish sein in der Nähe vom Low. Wie immer halt. Weil ich jetzt so viele Fragen bekommen habe. Sind wir fertig? Ja? Können wir nächste Woche squeezen? Also erstens, fürs Main-Tracking, nein. Ja? Main-Tracking ist noch immer, wir müssen zu 0.5, wir müssen zu 0.618. Bedeutet 1,34 oder 1,24. Ja? Allerdings, ich habe auch gesagt, in dieser Area hier können wir bouncen. Ja? Also von 1,40, 1,43 bis runter zu 1,19 können wir bouncen. Und ich habe auch immer gesagt, wir sind jetzt sind wir wirklich schon langsam in einer Zone, wo es meiner Meinung nach, kein finanzieller Advice, sehr gefährlich ist, keine Position zu haben. Zu meiner Position, wie gesagt, ich habe 50% hier gekauft. Ich habe diese Woche auch in den Comments geschrieben, dass ich schon die nächsten 10% hier gekauft habe. Ich habe heute den Rest gekauft. Ja? Also ich habe alles, was ich will. Optionen und Shares, kein finanzieller Advice. Meine Optionen sind für Juni. Ganz einfach deswegen, weil wenn wir nicht sehen bis Juni, ist es für mich so und so, wir werden ein neues All-Time-Low machen und es ist vorbei. Ja, also selbst für die kleinen Squeeze sollten wir bis Juni was sehen. Weil ich jetzt schon drin bin, heißt das, wir fallen nicht mehr. Nein. Ja? Das könnte das Wie sein. Ja? Allerdings ist es für mich noch immer sehr wahrscheinlich, dass wir noch immer hier runterkommen. Ja? Dazu kommen wir gleich. Zu der nächsten Frage. Wie schaut es für nächste Woche aus? Ja? Weil jetzt so viele Leute schreien, vor allem wegen GameStop, was wir uns heute auch schon noch anschauen, machen wir nächste Woche was. Ja? Und ich sage das noch einmal, ich habe diesen Kanal hier aufgemacht, vor allem deswegen, weil es mir Spaß macht, klarerweise, ja? Aber auch, weil ich es so abgrundtief nicht aufstehen konnte. Ja? Dass jedes zweite verschissene, ja, jede Woche schreit, nächste Woche 100%ig, next week, nur um Recht zu haben. Ja? Und ich habe mir geschworen, ich werde das nie und nimmer machen. Der einzige Fall, wenn ich hier sitze und euch erzähle, nächste Woche, ist, wenn für mich alles 100% ist. Ja? Nur dann. Sonst nicht. Und zwar nicht, damit ich möchte Recht haben oder der ganze Bullshit, sondern einfach, ich teile hier nur meine Gedanken. Ja? Und wenn es für mich nicht 100% ist, werde ich nicht nur um
mehr Views zu bekommen, weil es interessiert mich nicht, hier sitzen und next week. Nein. So, für die Frage nächste Woche. Für mich persönlich ist es keine Chance. Keine Chance für nächste Woche. Das hier könnte unser Boden sein. Ja, wir haben hier zwei Varianten. Wenn das hier bei 1,43 unser Boden war, fehlt halt uns leider noch immer das Higher Low. Ja? Also für Variante 1, wenn das Low war, werden wir meiner Meinung nach am Dienstag sind Earnings bis nach Dienstag hinauflaufen wahrscheinlich. Ja? Wir werden aber nicht über 1,57 brechen und dann fallen wir bis Freitag wieder runter, enden aber in einem Higher Low. Dann besteht gute Möglichkeit, dass wir, was wäre das dann für ein Tag, dass wir am 11. aufmarschieren. Die andere Variante ist, wir können noch immer bis zu den Earnings hinauflaufen. Allerdings fallen wir dann bis Freitag runter zu unserer 0,5 oder zu unserer 0,618. Ja? Für den Fall ohne Higher Low sehe ich auch komplett schwarz für die Woche, für die zweite Maiwoche, also 11 zu 15. Mai, weil wir dann noch immer das Higher Low brauchen. Ich muss ehrlich sagen, mir würde diese Variante besser gefallen, ja, weil es ein wunderschönes, großes Higher Low wäre. Ich wäre allerdings auch, wir brauchen einfach ein Higher Low. Ja, und sei auch dazu gesagt, was meine ich damit? Für neue Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ja, alle Charts einstündig, linke Seite heute, nächster Chart Jänner 2021, nächster Chart April 2024 bis Mai 2024 und der rechteste Chart April 2025 bis Mai 2025. Und das sind alle unsere großen Squeezes. Ja? Bis auf 25, das war eher ein kleiner. Aber der Uptrend hat jeder was anderes gemacht. Ja? 2021 war kleines Higher Low, rauf zu A. 2024 war kein Higher Low, rauf zu A. Und 2025 war ein mega Higher Low und dann rauf zu A. Also die waren unterschiedlich. Was alle gemeinsam haben, jeder von diesen Squeezes hat ein A gemacht. Jeder einzelne. Jeder Squeeze hat einen Pullback gemacht. 2021 war es ein 0,5. 2024 war es ein 0,618 und 2025 war es in der Nähe von der 0,5. Deswegen sage ich und habe ich gesagt, es gibt eine Chance, dass das hier unser V ist. Ja? Was allerdings alle gemeinsam haben, jeder einzelne Squeeze ist das Higher Low. Danach. Jeder. Und ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt die Frage kommt, wir könnten das im Pre-Market machen. Diese Price Action hier im Pre-Market zu machen am Montag ist zu kurze Zeit, meiner Meinung nach. Ja, deswegen besteht für mich für nächste Woche keine Chance. Ja. Und wenn jetzt auch gleich die Frage dann kommt, ja, aber GME rennt? Ja, schauen wir uns gleich an. Schaut perfekt aus. Aber AMC und GME sind nur synchronisiert im Squeeze. Davor macht jeder sein eigenes Ding, sonst würden die Charts gleich ausschauen und sie schauen nicht gleich aus. Ja, also GameStop kann hochgehen, während AMC noch nicht fertig ist. Aber alles in allem, es schaut perfekt aus, Tracking funktioniert. Wir müssen jetzt einfach nur noch zumindest aufs Higher Low warten. Aber wir sind so knapp dran. Okay, na dann springen wir gleich rein in GameStop. So, für GameStop heute auch. Wir schauen uns nur an, was wir gemacht haben diese Woche. Fürs große Tracking. Wie schaut der Squeeze aus? Die Preisziele für den Squeeze. Ein Part Squeeze, zwei Part Squeeze und. Verlinke ich euch wieder das ganz große Video ans Ende. Heute, damit es nicht zu lang wird, schauen wir uns einfach nur an, was wir diese Woche gemacht haben. Und ich hoffe doch, ja, dass zumindest ein paar von euch, die mir schon länger zugeschaut haben, das heute gespielt haben. Ja, hoffe ich doch. Weil fürs Tracking, ich habe ja gesagt, wir hatten bis jetzt oder bis vor ein paar Wochen
noch zwei Varianten, die bullische und die bärische. Bärische wäre 17 gewesen. Ich habe allerdings auch gesagt, mit dem Bruch hier über 25 ist die bärische Methode aus dem Fenster geflogen. Ich habe allerdings auch gesagt, wenn wir hier über 25,60 gehen, dann ist das Bestätigung für die bullische Variante, zu der kommen wir gleich. Fürs Tracking, das hier ist unser großes T. November war, es gibt jetzt übrigens nur noch eine bullische, meiner Meinung nach. November 2025 war unser Wie, ein wunderschönes High-Low. Wir sind draufgerannt zu unserem kleinen A. Wir haben bei den Earnings unseren 618 Pullback gemacht. Danach im April haben wir unser kleines B gemacht. Dieses kleine B war dann fertig mit seinem 618 Pullback und dann sind wir raufgegangen. Aber das ist nur Micro-Tracking. Aber das Makro-Tracking ist, dass GameStop jetzt sein großes A machen muss. Ja? Und das große A war immer seit Anfang an, selbst wie wir noch über die bärische Variante geredet haben, dass wenn wir über T gehen, also über 28, machen wir unser großes A. Dieses große A kann in diesem Bereich hier drin liegen. Ja? Also alles über 28 bis rauf zu 37. Ja? Und normalerweise ist das A irgendwo in der Mitte. Natürlich können wir auch bis hier raufgehen. Haben wir bei Beyond gesehen, was wir jetzt heute auch noch besprechen werden. Somit perfekt. Ja? In dem Moment, wo wir hier gebrochen sind heute, in dem Moment, wo wir 25,60 gebrochen haben, habe ich ein paar, also ein paar ist gut, so um die 200 Stück, YOLOs für nächste Woche gekauft. Für 29. Ja. Falls jetzt irgendwer sagt, warum hast du das nicht geschrieben? Ganz ehrlich, ich kann es nicht. Ja, das geht so dermaßen vor allem wenn ich das so kurz da sage, in Financial Advice, dass es für mich persönlich gefährlich wird. Ja, sage ich nur. Aber ich kann euch sagen, ich habe es ja auch gesagt, wenn ihr da drüber geht. Gut, fürs Tracking jetzt. Weil jetzt sicher die Frage kommt, okay, super, na dann kann ich ja am Montag jetzt einfach schnell Calls für nächste Woche kaufen. Jein. Ja, ich sage das wirklich so, jein. Vorsicht. Es gibt hier zwei Varianten. Entweder die absolut bullische, ja, wir gehen hinauf. Mein nicht finanzieller Advice, mein persönliches Tages wird irgendwas zwischen 30 und 35, 37 sein. Für unser A. Ja? Also rauf, Pullback, in dem Moment, also 0,5618 Pullback, und in dem Moment, wo wir hier unten sind, ist AMC auch fertig und wir marschieren. Ja? Wenn nicht, wir sind jetzt schon über T. Das ist genug für ein A. Ich sage es nur, es ist genug für ein A. In dem Fall ist unser Ziel jetzt die 0,5, 0,16, der Breakout Retest. Und dann gehen wir. Deswegen sage ich Jein. Ja? Der Entry war meiner Meinung nach hier. Das kann gefährlich sein, am Montag einzutreten. Ich sag's nur, ihr könnt machen, was ihr wollt. Für Zeit. Die langsame Variante wäre, weil das läuft auch 1:1 mit AMC. Die ganze nächste Woche geht GME rauf. Das bedeutet gleichzeitig, die ganze nächste Woche geht AMC runter. Dann die Woche darauf, vom 11. bis zum 15. fällt GME. Das ist die Zeit, wo AMC sein Higher Low machen würde. Und wann ist das? Am 15. März, Freitag, treffen sich beide hier und bumm. Ja? Das wäre die langsame Variante. Die absolut schnelle Variante, ich meine, man kann das jetzt noch ein bisschen mixen, indem man sagt, okay, GME macht das hier bis Mittwoch. Ja? Das würde bedeuten, dass AMC schon seinen V hat und bis Mittwoch zum Peak vom Higher Low aufgeht
und beide fallen bis Freitag. Dann kann man sagen, okay, es ist der 11. Das Squeeze. Ja. Oder das hier war hier schon das Top und wir fallen bis nächste Woche Freitag. Ja. In dem Fall müssen wir schauen, was AMC macht. Ja. AMC könnte noch immer eins von beiden Varianten machen. Higher Low oder bis Mittwoch fallen und dann Higher Low, müssen wir schauen. Aber es gibt nur noch die zwei Varianten, meiner Meinung nach. Die einzige absolute Deppenvariante, die ich hätte, ja, ist für mich aber untrackable. Bedeutet, wir hören hier nicht auf. Ja, wir gehen rauf. In dem Moment, meiner Meinung nach, wo wir 38 brechen, ihr wisst ja, A darf nicht über M gehen, kein finanzieller Advice, aber in dem Moment, wo wir 38 brechen, geht's auf. Ja? Wäre für mich untrackable, aber nur ein Depp schließt alles aus. Ja? Aber GameStop schaut auch fantastisch. Und eins sei dazu auch gesagt, ja. Natürlich, in dem Moment, wo wir das brechen, kommt die News, dass sie vielleicht eBay kaufen. Perfekter Zeitpunkt. Um das jetzt, mach mal einen kleinen Test. Also nur um das jetzt vielleicht ein bisschen zu erweitern. Sagen wir laufen rauf zu 35. Okay? Nächste Woche. Ich garantiere euch, wenn wir diese Variante hier spielen, dass wir rauflaufen zu 35, 37, was, whatever, und nachher runterfallen. Ich garantiere euch, an dem Punkt heißt es dann plötzlich, das war nur tinfoil, das stimmt gar nicht. Dann knallen wir runter. Und hier unten heißt es dann aber plötzlich, doch, dann sagt Ryan Cohn, machen wir ohne Squeeze. Garantiere ich euch. Es ist immer der gleiche Scheiß. Ja, für jeden Move wird eine News geschrieben. Als Erklärung. Aber der Move kommt nicht wegen der News, sondern die News kommt für den Move. Aber das ist nur mein Denken. Gut, nächstes ist Beyond. Auch hier wieder. Großes Video mit der ganzen Geschichte ans Ende des Videos. Also mit dem Link, heute schauen wir uns an, was wir gemacht haben diese Woche. Und es schaut gut aus. Ja, ich kann dazu nichts anderes sagen. Weil ich immer wieder jetzt auch hier die Frage bekomme, können wir nächste Woche squeezen? Ja? Für Beyond ist das sogar noch, ich würde nicht sagen wichtiger, aber die Sache ist die, unsere bärische Alternative haben wir jetzt eigentlich schon ausgeschlossen. Ja? Ich sag's nur noch einmal, sollten wir 70 Cent berühren oder drunter fallen, ist das sehr schlecht. Ja, wie gesagt, dann wird das hier ein T und wir gehen zu All-Time Low. Sehe ich nicht, wäre ganz schlecht. Andernfalls sage ich es noch einmal. Ja, Beyond kann jederzeit squeezen. Ja, jedes Mal, wenn wir mit einem Pullback fertig sind, können wir nach oben schießen. Falls nicht, dann gehen wir halt Stück für Stück unser kleines Tracking durch. Ich bleibe dabei. Mein konservatives Ziel ist noch immer über 15 bis 43 für Juli, August. Konservatives Ziel. Ja? Spätestens. Kein finanzieller Advice. Dieses Target könnte auch einfach das Lower High vom Peak sein. Ja? Wir können auch vorher was machen. Wenn wir nicht schnell laufen, ja, wenn wir nicht plötzlich 1000% sehen, dann machen wir unsere kleinen Schritte weiter. Fürs Tracking selber, wir hatten unser V im April, sind raufgelaufen zu unserem A, haben einen 618 Pullback gemacht, sind hier gebounced. Für den Move hier, wir sind über T gegangen, aber unter M geblieben. Das bedeutet, dass das hier ist unser kleines Higher Low. Und ich habe euch ja jetzt schon öfters in den Kommentaren geschrieben, an eurer Stelle, ja, würde ich das Micro-Tracking
vor allem für Beyond, ich würde es nicht tun. Ihr werdet wahnsinnig werden. Ich sag's nur. Und umso kleiner man geht, umso leichter passieren Fehler. Aber damit wir es einfach durchmachen, das hier ist also unser kleines a. Kleines a macht eine 0,5, 0,618 Pullback, also jedes a. Somit ja, das hier könnte schon unser V sein. Wenn das unser V ist, ja, dann wird das hier sogar schon unser Micro-High Low. Ich meine, wir sind auf dem 5-Minuten-Chart. Ja. Das ist irrsinnig. Vielleicht in den ersten 10 Minuten vom Pre-Market fertig. Und nachher geht es hinauf. Zu was kommen wir gleich, aber wenn man sich das hier Micro getrackt anschaut, dann wäre das hier unser A, ist halt gleichzeitig auch ein C, das hier ist ein Lower High und wenn wir ganz schnell sein wollen, ist das ein M, das ein T, das ein V, kleines High, Low, Abmarsch. Ja. Man könnte halt aber allerdings auch dazu sagen, dass dieses T hier noch nicht fertig ist, weil wenn wir auf dem einminütigen Chart gehen und noch tiefer gehen, ja, dann kann man das wieder als C, L, M und das könnte noch immer T sein. Und wir müssen noch immer ein bisschen weiter runter. Man könnte allerdings auch sagen, dass das hier schon unser kleines C ist, das hier ist unser V, das ist schon ein kleines High Low, das ist schon Mini A Pullback. Oh, seht, deswegen, ich würde nicht so sehr ins Micro-Tracking gehen. Ihr werdet wahnsinnig werden. Ja? Im Prinzip, welche Möglichkeiten haben wir? Wenn man sich das, ja genau. So, entweder, das war das W, ab Montag geht es hinauf. Oder wir brauchen noch ein bisschen, allerdings selbst dann würde ich sagen, ab Montag geht es hinauf. Ja? Einzige Möglichkeit, um das irgendwie zu verlängern, ist, wir brauchen jetzt ein längeres High Low. Aber wie gesagt, wir sind hier auf dem einminütigen Chart. Also das, ja. Die einzige Sache, die das hier falsch macht, wäre, wenn wir warum auch immer hier runterfallen und 86 Cent, wenn wir 86 Cent berühren. Weil, wie gesagt, A darf die 786 nicht berühren. In dem Fall wäre die einzige Möglichkeit, um noch bullish zu sein, dass das Ganze hier unser T wird. Dann wird es allerdings wirklich länger dauern. Ich meine, nicht so viel länger, aber es wird schon langsam kritisch, weil, wie gesagt, wir dürfen hier nicht runter. Und ich denke das nicht. Ja. Also, ja, irgendwo in diese Range bouncen, höchstwahrscheinlich ab Montag geht es hinauf. So, wohin? Und da, wie gesagt, wie auch hier unten schon gesagt, entweder wir machen was Dummes. Das bedeutet, wir brechen 1,60, unser M, und schießen einfach hinauf. Wir scheren uns nicht ab, über das kleine b oder das mittlere b und schießen einfach hinauf. Ja, absolut möglich. Das würde bedeuten, wir schießen so hinauf, welches Ziel auch immer. Ja? Und das Juli-August-Ziel wäre dann einfach nur das Lower High. Und fertig. Ja? Natürlich, ist möglich. Ja? Aber ich kann halt hier nicht da sitzen und euch sagen, wie jeder andere Depp auf YouTube, nächste Woche 200, 100%. Ja? Nein, kann ich nicht. Ja? So viel Respekt habe ich sogar vor Leuten, die ich nicht kenne. Ja? Tue ich nicht. Ich hasse solche Leute. Wenn wir das nicht machen, ist unser nächstes Ziel trotzdem auf jeden Fall über 1,60 und wir machen unser kleines b. Dieses kleine b muss über 160 sein, also über unserem M, aber unter unserem T, also unter unserem Makro-T, das größte T, was wir haben. Also von 1,60 bis rauf zu 16, 15. Ja. Höchstwahrscheinlich, wenn wir das kleine b machen, werden wir bei unserer Main Trendline hier, diese mit L und dem Peak im Higher Low verbunden, werden wir wahrscheinlich hier rejecten. Ja. Das bedeutet $6, 5,67, irgendwas in dem Bereich. Ja. Und dann einen 0,5 Pullback machen.
von unserem A-Boden. Und dann gehen wir rauf zu unserem kleinen mittleren C. Dieses kleine mittlere C ist dann aber schon unser Makro A. Das muss über Makro T sein. Das bedeutet über 15 bis maximal 43. Weil A darf ja nicht über M gehen. Also irgendwo in diesem Bereich. Auch hier, ja, jederzeit, wenn wir zum Beispiel diesen kleinen B-Pullback hier machen, wir schießen hier hinauf, wir bleiben hier nicht stehen und brechen auch M, ist das schon was Dummes, weil A darf nicht über M. Das bedeutet, der nächste Peak ist C. Ja? Und dazu sei auch eins gesagt, was auch immer wir machen, ja, wenn wir jetzt zu unserem A laufen, sage ich es noch einmal, diese kleinen Pullbacks hier, die wir hier machen, die dauern Stunden, Tage, ja, halbe Woche. Ja. Das hört sich auf, wenn wir zu dem Makro-Buchstaben kommen. Ja. Also wenn wir A machen, sagen wir nächste Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen, rennen wir zu 30 und bleiben hier stehen. Das ist unser Makro A. Ich sage es nochmal, die Pullbacks von unseren großen Buchstaben, die dauern nicht Stunden oder Wochen. Ja? Wir reden von den Hauptbuchstaben wie das große Hallo. Das hier hat Monate gedauert. Wir reden von unserem T. Das hier hat Monate gedauert. Oder unserem M. Monate. Oder unser L. Monate. Ja? Bedeutet, wenn wir jetzt hier raufgehen zu unserem A, ja, wann auch immer in den nächsten Wochen, also wir schießen hier rauf, egal ob wir den B-Pullback machen oder nicht, wir bekommen hier unser nächstes C, was unser A ist. Das hier wird länger dauern. Wenn sobald wir das haben, kann ich dann schauen, wie lange ungefähr, aber das wird länger dauern. Das sind nicht Stunden, das sage ich auch gleich dazu. Ja. Wenn wir durch M brechen, ja, und sagen wir toppen hier, irgendwo hier oder machen ein neues Allzeit-High, was auch immer. Ja. Das wird unser nächstes Makro-C. Das bedeutet, wir sind dann hier. Sage ich auch gleich dazu. Als nächstes nach dem kommt das. Das wird Jahre dauern. Ja. Also vorsichtig, wenn euch dann ich meine, ihr könnt es natürlich machen, was ihr wollt, aber vorsichtig, wenn euch irgendwer erzählt, ja, der Pullback dauert nur 1, 2 Tage und dann schießen wir weiter rauf, gell? Vorsicht. Aber Beyond schaut super aus. Es ist nur die Frage, schnell oder langsam. Ja? Okay. Nächstes ist Bad Bath & Beyond. Heute nur klitzekleines Update. Ja. Im Prinzip schaut fantastisch aus. Ich meine, wenn man sich anschaut, unser Allzeit-Low, oder nicht Allzeit-Low, das Low von diesem Fractal war im April 2025. Seitdem haben wir unser wunderschönes Higher Low gemacht, was beendet wurde am 7. April. Und hier perfektes Beispiel, auch wie bei Beyond fast. Wir sind nachher raufgeschossen. Wir haben aber nicht T gebrochen. Und dann sind wir runtergeknallt. Somit, dieses Ding hier ist einfach nur Micro-Higher Low zu unserem Makro-Higher Low. Und es ist fertig. Ja? Weil, wenn man sich das hier anschaut, von unserem Low zu unserem Peak unter die 786, perfekt. Und wir sind gebounced. Und eins sage ich auch gleich dazu, ich werde das nicht microtracken. Ja, das tue ich mir bei Bad Bath & Beyond nicht mehr an. Aber unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall A, über 16, B, über 40. Und dazu sei auch eins gesagt, für Bad Bath & Beyond, ich glaube nicht, dass wir die Pullbacks bekommen, ja, weil wir vergleichen es mit 2021. Und da gab es zwar kleine Pullbacks, aber nichts mit irgendwelchen Fips. Ja. Was ich auch dazu sagen muss, ist, ich glaube nicht, oder ich tendiere dazu nicht, dass Bad Bath & Beyond mit AMC und Chemie rennt. Also bewegen ja, aber ich glaube, dass AMC und Chemie ihren Peak vor
Bad Bath Beyond, Bad Bath Beyond bekommen. Warum? Weil in 2021 war der Peak schon im August. Und wenn AMC und Chemie gelaufen sind, hat Beyond halt das hier gemacht. Ja, also ich glaube, das hier wird länger dauern und nicht bis Mai, Juni. Kann mich aber irren, vielleicht machen wir einfach was Blödes. Ja, warum auch nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, Bad Bath Beyond macht einfach sein eigenes Ding. Ja. Aber das schaut fantastisch aus. Okay, nächstes ist DGT. DGT, glaube ich, macht sein eigenes Ding und vor allem DGT ist noch nicht ganz fertig. Ja. Ich glaube nicht, dass das Synchronisation besteht mit AMC und Chemie. Kann mich irren. Aber erstens, es hat halt seine IPO im September gehabt und in dem Mai ist es so ein bisschen gelaufen, aber es hatte nicht wirklich Squeezes. 2024, 2025. Ja. Kann mich irren, aber ich tendiere eher dazu, dass DGT sein eigenes Ding einfach macht. Fürs Tracking, IPO war wie, dann ein kleines High-Low hier drin und dann einfach eine Kerze, zwei Kerzen nach oben. Kein B, kein A-Pullback. Dann ein massives Lower High gemacht, ein massives M gemacht, ein massives T gemacht. Ja. Und für mich ist es eigentlich, Allzeitlow war im März 2026, bevor wir ins Microtracking hier reingehen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch zwei Varianten. Wir brauchen jetzt noch unser Makro-Higher-Low. Ich rede das Higher-Low für das ganze Ding. Davon gibt es zwei. Entweder das große, ja, das an dieser Trendlinie hier rejecten wird. Das bedeutet irgendwas 30 oder irgend sowas. Und dann machen wir die großen Moves, obwohl das hier auch schon groß ist. Oder weil das T zu kurz ist für die Haupttrendlinie, gilt hier unsere MT-Regel. Das bedeutet, wir machen die schnellere Variante und das Makro Higher Low ist nur das hier und es ist nicht erlaubt, über 20 zu gehen. Ja, oder wahrscheinlich nicht einmal über 16. Und dann machen wir die großen Moves. Große Moves, bevor wir ins Micro-Tracking gehen. Was sind große Moves? Naja, unser nächstes A muss über 60 sein und unser nächstes B muss über 80 sein. Und wenn man sich DGT anschaut, dann gibt es hier halt kein A und kein B. Das sind immer Instant Candles. Ja? Und vor allem muss man halt dazu sagen, das Fractal ist fertig. Das bedeutet, das hier ist wieder Makro A und Makro B. Also was auch immer, wir können auch einfach wieder sowas sehen. Ja? Kein finanzieller Advice, können wir. Was auch immer die News ist. Ja? So, jetzt zum Micro-Tracking. Hier ist unser Low. Unser Allzeitlow, glaube ich sogar. Ja. Nachher haben wir ein kleines Higher Low gemacht. Und jetzt sind wir gerade im mittleren Higher Low. Wie ihr seht, wir sind nicht über T marschiert. Somit ist das hier das Peak vom Micro Higher Low. Ich glaube allerdings nicht, dass das schon fertig ist. Ja? Weil es nicht passt. Wir haben hier unser C. Hier unser Lower High. Hier unser M. Und ich glaube, diesen Freitag, oder ich bin mir ziemlich sicher, diesen Freitag war einfach nur unser T. Der Freitag gestern. Ja. Wir müssen also noch einmal runter. Wohin? Unter unser V under A. Das bedeutet, lass mich nicht lügen, 8,81 oder einfach die 786. Ja, die ist bei 8,75, was auch immer. Somit einmal noch runter. Wir könnten dann wir machen das so gerne, noch ein Micro Higher Low dranhängen zu diesem Ding da. Aber dann sollte es schon nach oben gehen. Ja? Wie gesagt, danach fehlt uns eigentlich nur noch 1 zu 2 großen Higher Lows und wir marschieren. Kleine, verrückte, blöde Annahme. Es könnte natürlich auch sein, dass dieses kleine Scheiß Higher Low das einzige ist, was wir brauchen. Denke ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit kann sein, dass wenn dieses Ding hier fertig ist, wir was Dummes tun. Ja. Aber das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Ja. Somit
EGT wird echt interessant mittlerweile. Nächstes ist FFAI. Ihr wisst, ich hasse FFAI. Aber mittlerweile, also ich kann eine bullische Version dazu senden. So, machen wir es ganz kurz schnell. IPO C, Lower High, Midpoint T. Im bullischen Fall war im April 2026 unser Allzeitlow, unser V. Nachdem wir jetzt dann hier unten fertig sind, was wir uns gleich anschauen, unser nächstes Ziel für A ist über 4, nächstes Ziel für B ist über 153 und C ist Brechen von Allzeithoch. Noch einmal, ohne Forward Split brecht ihr nicht über 153. Ihr rejectet hier und sterbt. Aber wen interessiert? Ja? Nur ohne Forward Split kommen wir nie wieder hier rauf. Wir haben 3 Splits hinter uns und nee. Fürs Microtracking haben wir 3 Varianten. Ja? Die bärische Variante ist natürlich wieder die schnellste. Das bedeutet, sollten wir aus irgendeinem Grund auch immer noch einmal hier runter zu 20 Cent fallen, gibt es entweder wieder ein 1:100 Reverse Split und wie gesagt, ihr könnt die CEOs so gerne lieben und sie sagen, sie sind so tolle Leute. Sie haben schon 3-mal gemacht. Bevor sie OTC gehen, werden sie. Ja, hat BlackRock gesagt, nee, sagt das nicht. Oder wir gehen generell einfach bankrott. Ja, so mit 20 Cent berühren nicht gut. Die 2 bullischen Varianten. Die erste kennt ihr ja noch immer. Das bedeutet, das hier ist noch immer ein Peak von unserem Higher Low und wir müssen noch immer hier runter zu 27 Cent. Ja, unser V&A oder unsere 786. Ja, das bedeutet, das hier wäre jetzt dann wahrscheinlich unser M und wir müssen hier runter, T und noch einmal zu 27 Cent. Und dann können wir was Dummes machen. Ja, ist leider noch nicht ausgeschlossen. Die bullische Variante allerdings ist das C, L, M, T, V. Higher Low, A, B, C. Das ist die bullische Variante. Ganz einfach deswegen, weil wenn wir dieses V hier nehmen, zu unserem A gehen, ist das eine 681. Perfekter kleiner A-Pullback. Wenn wir von diesem kleinen A-Pullback hier raufgehen, haben wir die 786 noch nicht berührt. Das bedeutet, das kann einfach ein kleiner B-Pullback sein. Und ganz ehrlich, wenn wir über 61 Cent marschieren, können wir einfach was Dummes tun. Ganz ehrlich. Also ab 61 Cent wird sogar ich vielleicht ganz leicht bullisch werden. Und 1,34, glaube ich, werden wir einfach nicht sehen. Und zwar nicht in dem Fall werden wir nicht sehen, dass wir es nicht brechen, sondern einfach nur gappen. Ja? In dem Fall, wie gesagt, FFAI macht normalerweise keine A- und B-Pullbacks. Also wenn wir bullish sind und was auch immer hier unten passiert, wenn wir fertig sind, wird das einfach eine gerade Linie zu was auch immer. Ja? Ich kann es noch immer niemandem empfehlen, das hier mit irgendeiner seriösen Menge an Geld zu spielen. Es ist noch immer sogar risikoreicher als AMC. Ja? 50, 100 Euro rein, kein finanzieller Advice, 50 oder 100 Dollar reinstecken oder halt die Menge, für die einem wurscht ist. Ja, also warum nicht? Also hohes Risiko, aber ich meine, wenn man sich allein die Moves anschaut, allein das hier war ein 10.000% Move. Ja. Wenn das Ding überlebt, dann kann es dumme Sachen machen. Okay, nächstes ist GoPro. Habe ich ja vor kurzem schon mal gezeigt. Erstens, es läuft gut. Aber zweitens, ich glaube, ich war bei meinem ersten Tracking, mein Tracking war nicht falsch. Ich habe es anscheinend nur ein bisschen zu klein gesehen.
Was meine ich damit? Weil ich habe jetzt diesen Freitag mit einem Kollegen von mir das so 'ne halbe Stunde angeschaut und, seiner Meinung nach, ich habe es zu klein gesehen, dann sind wir's durchgegangen und ja, ich habe es anscheinend wirklich zu klein gesehen, ja. Also, das Haupttracking hier kommt jetzt vom Brew, ja. Es unterscheidet sich nur in der Höhe, ähm, von meinem, aber ich bin absolut dahinter. Fürs Tracking, ja. Allzeithoch natürlich C, Lower High, Midpoint T. Fürs bullische Tracking war hier am 15. April unser Allzeitlow, unser V. Danach haben wir seit April 2025 unser Higher Low gemacht. Fertig. Und, wenn man sich das hier anschaut, sind wir ausgebrochen über T. Pullback von A haben unser A gemacht. Pullback von A ist schon fertig und wir marschieren. Ja. Wenn wir jetzt kleinen Microtracken weitermachen, dann würden wir hier raufgehen, kleines B, Pullback und so weiter und so fort. Aber wir Microtracken das nicht. Aber fürs große Makro-Tracking, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt unser A. Makro A. Makro A muss über T sein, klarerweise. Also über 13. Sollte aber unter M sein. Allerdings ist unser T und unser M extrem nah beieinander. Was aber danach kommt, ist normalerweise ein 618 Pullback. Wie immer. Oder ein Breaker Tree Test. In dem Fall von unserem V hier unten, wenn wir eine 0.5, 0.618 Pullback machen, ist unser Ziel sowas bei 16. Ja? Pullback wieder hinunter. Selbst das ist schon ein gutes Play. Ja? Von 1,75 rauf zu 10, 16 ist ein verdammt gutes Play. Das war ja auch mein Haupttracking. Das, was ich anscheinend zu klein gesehen habe, ist, was danach kommt. Ja? Und danach kommt eben die IPO. Ja? Und das zeige ich am besten nebeneinander. Zur Erklärung, linke Seite 24-stündiger Chart, rechte Seite 4-stündiger Chart von GoPro. Allerdings, rechte Seite ist die IPO von GoPro zu 2008. Und was ich zu klein gesehen habe, ist, das hier ist das Ende von unserem Higher Low. Also im Prinzip würde das so ausschauen. Ja? Das wäre diese Sektion hier, wäre das hier. Dieses A, was wir jetzt dann machen sollten, wäre das hier. Das hier wäre das hier. Und das ist das, was ich zu klein gegriffen habe. Weil, wenn das so trackt wie die IPO, dann kommen wir dann irgendwo hier rauf wieder, nachdem wir diesen Pullback gemacht haben. Und das wäre dieser Spot hier. Und da wird's dumm. Weil diese Gap schießt uns locker über Allzeit hoch. Locker. Das ist das Dumme an diesem Chart hier. Aber ich sehe es einfach nicht anders. Also wir haben das wirklich versucht heute, ich und Bro, durchzugehen, ob wir das vielleicht irgendwie zu bullish sehen, haben extra versucht, irgendwelche bärischen Alternativen rauszukramen, aber nein. Was auch immer das für eine News ist. Ich meine, es gibt jetzt schon die News, dass sie anfangen, in den Militärsektor zu gehen mit ihren Kameras. Also ich würde halt einfach annehmen, diese News ist, dass GoPro Billionenverträge mit den USA, Military, was auch immer machen und ihre Kameratechnologie hundertprozentig auf Drohnen oder sonst was vermarkten. Aber das ist ein verdammter Move. Ja, ich meine, das hier alleine war damals was? Das war damals ein 168% Move. Das wäre in dem Fall was auch immer. Also ich weiß nicht einmal, was für ein Move das werden könnte. Aber alleine, wie gesagt, alleine der Move ist was. Auch nur mit Shares. Wir brauchen ja nicht einmal mit Optionen, kein finanzieller Advice, nicht einmal mit Optionen spielen, aber wir sitzen jetzt bei 1,75. Ja, unser Ziel ist 15. Das ist 15-fache. Es schaut einfach interessant aus.
Also ja, also für mich ist das ein schlafender Riese derzeit. Okay, und als letztes wollte noch jemand Bitcoin sehen. So, vorab, ich habe keine Position in Bitcoin, ja. Also ich bin weder bullish noch bearish. Ich mag Krypto nicht, ja. Einzig allein aus dem Grund, weil es mich umbringen würde, weil wenn ich etwas tracke, dann mache ich das wirklich mit Herz und Verstand. Und bei einem 24-stündigen Krypto, Aktie oder was auch immer, wird mich das umbringen. Ja, deswegen greife ich es nicht an. Dieser Chart ist der 24-stündige Chart von Binance. Mir ist klar, dass es viel größere gibt und später zurückreichende. Ja. Das spielt nur für uns, fürs Tracking keine Rolle, weil wenn man sich hier zum Beispiel den größten anschaut von 2016, ähm, wäre das hier Makro A, das Makro B und egal, ob wir uns jetzt die bärische Alternative oder die bullische Alternative anschauen, im Endeffekt tracken wir das Ganze noch immer zu einem großen C. Ja? Wo auch immer das sein wird. Ja? Irgendwo hier oben. Ja? Einzige Frage, die sich für mich stellt. Wir werden irgendwann unser C erreichen. Das wäre dasselbe wie für SPY, dass wir irgendwann unser C erreichen. Das ist dann ein Top. Nach einem Top kommt V&A. Was auch immer das hier dann sein wird, weil das V&A für Bitcoin ist bei $3.000. Dritter Weltkrieg, Krypto spielt keine Rolle mehr oder es gibt nur noch eine Weltkryptowährung, was auch immer. Ja. Ist aber jetzt für das jetzige Tracking nicht so interessant. Für das kleinere, das ist nur von 2020 bis heute, ist es aber dasselbe. Das ist halt kleines a, kleines b, das endet trotzdem in einem kleinen c, was auch dann unser großes C ist. Ja, nur zur Erklärung, warum ich das auf dem kleinen Chart tracke, weil es spielt keine Rolle. Für das gibt es eigentlich nur eine absolut bullische und eine absolut bärische Variante. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung von Krypto hat, wird das ja schon oft gesehen haben, dass Leute diesen Move immer mit diesem Move hier vergleichen. Ja. In dem Fall wäre dieser Peak hier, dieser Peak, dieser Peak, dieser Peak, dieses erste Shelf hier wäre dieses erste Shelf und dieses zweite Shelf hier wäre dieses zweite Shelf. Ja. Und ja, das ist selbst ohne meine Variante einfach die bärische Alternative. In dem Fall kommen wir dann gleich dazu, aber in dem Fall geht es hier knallend nach unten. Ja. Und ich muss dazu sagen, vor ein paar, ja, also Februar oder so, hätte ich auch gesagt, ja, also ich stehe 100%, ja, wird's das. Ich muss allerdings mittlerweile auch sagen, ich hätte auch eine bullische Alternative. In dem Fall ist das hier ein kleines B-Peak. Wir gehen runter, finden unser V. Ja, in dem Fall wäre das hier LMT. Ja, kleines V. Zoomen wir ein bisschen rein. Hier wäre unser Higher Low, hier wäre unser A und wir müssen noch immer unser B machen. Ja. In dem Fall wäre unser B irgendwo hier bei dieser Trendlinie. Also ich würde sagen 90.000 irgend sowas. Kleiner B-Pullback. Und dann ist die Frage, bleibt es ein kleiner B-Pullback und wir schießen nach oben? Oder wird das ein M und wir knallen nach unten? Für Levels, meiner Meinung nach kein finanzieller Advice. Wenn wir über T gehen, also wenn wir über 97.000 gehen, also auch über diese Trendlinie und über die rote Linie, dann gehen wir zu unserem Allzeithoch, wo auch immer es sein wird. Sollten wir hier rejecten, ist halt das Bösartige, das könnte entweder einfach nur unser B-Pullback sein oder wenn wir 70.000 meiner Meinung nach brechen, dann knallen wir hinunter. Zu was? Erstens, das Gemeine an der Sache ist, man wird nicht viel Zeit haben damit. Ja?
weil wenn ihr euch das hier anschaut, das wäre das Vergleichbare. Sobald ihr 70.000 brecht, ist das eine Kerze nach unten aus. Ja. Zu was? In dem Fall wäre das unser mittleres B-Peak auch. In dem Fall von unserem A-Low bis zu unserem B-Peak machen wir die 0.5, 0.618. Und hier kommt auch das Gemeine. Wir würden jetzt einmal hier runterknallen zu 0.5. Hier werden wir auf jeden Fall einen Bounce bekommen. Es kann allerdings locker sein, dass dieser Bounce hier nur das hier sein wäre. Ja? Dann sagt jeder, hey Leute, wir haben 43 berührt. Es geht ab jetzt wieder nach oben. Dann bouncen wir hier ab. Aber in dem Fall, wenn das hier M ist, wäre das erst T. Und dann knallen wir runter zu 618. Und das ist erst der Bounce bei 35.000. Dann ein kleines High-Low. Und dann gehen wir rauf zu unserem C. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bei beiden Varianten, wie gesagt, ich habe keine Position, ich tue mir das nicht an. Ich bin 50-50 für beide. Aber es sind eindeutig definierte Levels. Meiner Meinung nach alles über 97 nach oben, alles unter 70 nach unten. Ja. Und dazwischen ist halt Fugazi. Ja. Schauen wir mal. Auch die Sache, ich habe das im englischen Video schon gesagt, diese Idee, dass Bitcoin mit dem Market synchronisiert ist. Also erstens, seit Oktober fällt Bitcoin, aber SPY ist jetzt schon längst wieder über seinem Allzeithoch. Ja. Natürlich sagen jetzt viele, ja, Bitcoin laggt, deswegen geht das hinauf. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich würde Bitcoin nicht mit SPY synchronisieren. Ja. Somit, das wäre es für Bitcoin. Okay. Wie immer, Erklärvideo für die Methode hier, Playlist hier, für alle unsere Aktien. Auch die großen Erklärungen für AMC und GME, da dahinter. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir auch ein Abo hinterlassen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Schauen wir, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.